Immer, immer, immer. Ist doch so langweilig, oder? Du kannst aber auch sagen, ständig, stets, jederzeit, kontinuierlich, anhaltend, ein ums andere Mal und vieles mehr. Hallo liebe Deutschlerner und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Um eine Fremdsprache richtig zu beherrschen, ist es besonders wichtig, dass man an seinem Wortschatz arbeitet, sich abwechslungsreich ausdrückt und geeignete Wörter findet, die natürlich klingen und die jeweilige Situation genau beschreiben. Daher habe ich für euch eine Liste mit Synonymen für das Wort immer zusammengestellt, da dieses Adverb von vielen Deutschlernern zu häufig benutzt wird, genauso wie einige andere Wörter, die ich euch in den nächsten ein paar Videos zeigen werde. Das Wort immer hören wir einfach zu oft in Sätzen wie "Du kannst mich immer fragen" oder "Ich bin immer müde" oder "Er kommt immer zu spät". Aber anstatt ständig immer zu sagen, könnt ihr zum Beispiel ständig oder stets sagen. Zum Beispiel, er ist ständig müde. Das heißt, er ist immer müde. Er kommt ständig zu spät. Also, er kommt immer zu spät. Oder, warum musst du ständig ans Essen denken? Oder, warum musst du immer ans Essen denken? Noch ein Wort, das man hier auch benutzen kann, ist jederzeit. Zum Beispiel, du kannst mich jederzeit anrufen. Oder du kannst mich immer anrufen. Oder ich bin jederzeit erreichbar. Also ich bin immer erreichbar. Ähnliche Wörter sind auch andauernd, kontinuierlich und anhaltend. Wobei diese drei Wörter nicht genau bedeuten, dass etwas immer passiert, sondern eher, dass etwas lange dauert bzw. pausenlos ist. Zum Beispiel, was macht ihr, wenn es andauernd regnet? Wenn es andauernd regnet, heißt also, wenn es immer oder ohne Pause regnet. In den letzten Jahren hat sich mein Aufgabenbereich kontinuierlich erweitert. Das heißt also, in den letzten Jahren hat sich mein Aufgabenbereich immer oder ständig ohne Pause erweitert. Dieses Unternehmen macht anhaltend große Fortschritte. Das heißt, dieses Unternehmen macht immer wieder oder die ganze Zeit große Fortschritte. Das Wort immer wird natürlich in vielen verschiedenen Situationen und Kontexten sowie auch in Kombination mit vielen unterschiedlichen Wörtern verwendet. So sagen wir sehr häufig immer noch, für immer, schon immer, immer mehr und so weiter. Diese Wortverbindungen ersetzen wir in der Alltagssprache oft durch andere Verbindungen oder durch Redewendungen, um uns bildhaft, schön oder sogar scherzhaft auszudrücken. Hier sind ein paar Beispiele. Bis in alle Ewigkeit. Bis in alle Ewigkeit bedeutet einfach, dass etwas für immer so bleiben wird, wie es ist. Oder dass etwas für immer dauern wird. Zum Beispiel, kommst du noch? Ich kann nicht bis in alle Ewigkeit warten. Also, ich kann nicht für immer warten. Manchmal habe ich den Eindruck, dass diese Krise bis in alle Ewigkeit dauern wird. Also, dass diese Krise für immer dauern wird. Ein ums andere Mal. Ein ums andere Mal bedeutet immer wieder, beziehungsweise dass sich eine Handlung ständig wiederholt. Zum Beispiel, obwohl ich es ihm 100-mal erklärt habe, wie man diese Übung machen sollte, macht er ein ums andere Mal den gleichen Fehler. Also, er macht immer wieder den gleichen Fehler. Er fühlte sich ein ums andere Mal enttäuscht. Er fühlte sich also immer wieder enttäuscht. Tag aus, Tag ein oder Tag ein, Tag aus. Tag aus, Tag ein bedeutet auch immer oder einfach jeden Tag ohne Ausnahme. Zum Beispiel, er muss Tag aus, Tag ein ca. 50 Kilometer mit dem Auto fahren. Also, er muss immer oder jeden Tag ca. 50 Kilometer fahren. Wenn wir Tag ein, Tag aus nur das Gleiche tun, kann es schnell langweilig werden. Wenn wir also immer nur das Gleiche tun. Nach wie vor. Nach wie vor bedeutet immer noch, beziehungsweise dass etwas so ist, wie es auch früher war
Und wahrscheinlich wird es auch so bleiben. Zum Beispiel, ich glaube, dass er nach wie vor der beste Fußballspieler der Welt ist. Also, er ist immer noch der beste Fußballspieler der Welt. Leider ist die Situation nach wie vor sehr schlecht. Die Situation ist also immer noch sehr schlecht. Seit jeher oder seit Urzeiten. Seit jeher oder seit Urzeiten bedeutet seit immer oder so wie es schon immer war. Zum Beispiel, ich wohne seit jeher in dieser Gegend hier und würde niemals wegziehen. Ich wohne also seit immer hier. Es ist seit jeher bekannt, dass man sowas nicht machen darf. Es ist also seit immer bekannt. Bekomme ich eine Ermäßigung? Ich bin ja schon seit Urzeiten Kunde. Ich bin also seit immer Kunde. Das wäre es dann für dieses Video. Hoffentlich hat es euch gefallen und hoffentlich habt ihr auch was Neues gelernt. Wenn ihr gerne noch mehr Videos von mir sehen würdet, abonniert bitte den Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt gerne auch einen Beispielsatz mit den neu gelernten Wörtern unten in die Kommentare. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.